Beste Grüße aus Alanya, heute vom Dimcay, und ich hoffe, dir geht's gut und deiner Familie auch. Und ich möchte mit diesem Video einen kleinen Einblick schaffen, wo wir hier sind, was du hier machen kannst, wenn es zu heiß sein sollte, so wie heute, knapp 40 Grad, also wirklich brutale Hitze. Ich muss mich auch schon in den Schatten kurz stellen für die Erstaufnahme, weil die Sonne brennt. Wirklich krass. Also setz hier vielleicht einen Hut auf oder bleib vermehrt im Schatten. Wir sind mit der Familie hier und sind an einem Punkt des Dimchays, wo wir bislang noch nicht waren, das erste Mal. Aber ich drehe die Kamera im Hintergrund, könnt ihr es erkennen. Es ist ja auch heftig, diese Landschaft oben zu sehen. Also wirklich heftig. Und der Dimchay bzw. Staudamm im Hintergrund, die Mauer. Also wirklich ganz, ganz krass. Da oben, da hatte ich auch schon mal eine Aufnahme gemacht. Wirklich extreme Wassermassen. Und hoffen wir, dass der Staudamm hält. Also dementsprechend richtig krass. Ich drehe die Kamera für dich. Das musst du dir anschauen. Das sieht so heftig aus. Mega. Also hier geht es dann nochmal weiter. Und guckt euch mal die Berge an. Also wer jetzt in den Alpen lebt, der sagt natürlich dazu eher Hügel. Aber das ist schon wirklich eine Wucht. Und auch hier überall die türkischen Flaggen. Also das sieht natürlich schon schön aus. Und es gibt verschiedene Standorte, verschiedene Restaurants, wo man natürlich hingehen kann für einen Aufenthalt hier am Dimchay. Dimchay ist quasi der Bach oder Fluss, könnte man auch sagen, der dann ins Mittelmeer fließt, bei Alanya Oberstrand. Und hier seht ihr auch so ein paar Hütten, kann man sicherlich auch mieten, 1-2 Nächte hier mal verbringen in den Bergen hier, also wirklich krass. Und das Krasse ist, heute Sonntag, es ist extrem voll, extrem viel los. Parkplätze haben die selber auch, aber alles voll. Deswegen mussten wir hier draußen parken. Aber ich will euch das jetzt mal von außen zumindest zeigen, wie das hier aussieht. Ich will jetzt nicht unbedingt reingehen, keine Leute belästigen, aber von oben kann man das mal zeigen. Das ist auch unterteilt. Hier unten ist der Parkplatz quasi auch. Ja, relativ wenig Parkplätze für so viel Andrang. Und das Besondere hier ist, das fällt mir halt schon direkt auf, dass du hier quasi einmal Rutschen hast mit Pool, also Poolwasser. Okay, das wird geklort sein. Hier im Hintergrund seht ihr noch den Staudamm, also wirklich krass. Richtig krass ist das, heftig. Aber du hast auch Zugriff, natürlich Toiletten, ganz klar, Restaurants sind unten drin, aber auch du hast nochmal im Hintergrund, ich gehe nochmal vielleicht kurz rein, zeige euch das kurz, drinnen auch nochmal Rutschen, Sprungbretter ins Dimchay rein, also ins Dimchay-Wasser. Und das ist natürlich schon krass. Aber Obacht, extreme Kälte. Es ist arschkalt, das Wasser. Und dementsprechend muss man da sich auf jeden Fall mental zumindest vorbereitet haben. Also ich gehe mal rein und wir sehen uns dann drin. Okay, so sieht das jetzt aus von drinnen. Wir gehen jetzt hier runter zum Parkplatz. Die ersten fahren schon wieder los. Wir waren relativ früh da anscheinend. Richtig cool. Platz für neue Menschen. Und da oben ist wie gesagt der Pool, der Staudamm. Und dann kann man hier quasi reingehen. Und dann hast du auch hier die Möglichkeit quasi hier richtig professionell Restaurant bzw. auch am Start Toiletten natürlich zu nutzen. Kiosk für den kleinen Alltag. Für den kleinen Gebrauch kann ich natürlich nicht empfehlen. Zu viel Zucker in dieser Welt gibt es schon. Und dann geht man hier rein. Das sieht natürlich sehr schön aus. Runter die Treppen. Restaurant kannst du sitzen. Kannst hier noch ein Bild am Herzen machen. Also richtig schön das Ganze. Und hier, wie ich es gesagt habe, hast du sogar den Dimchay direkt vor deinen Füßen und kannst dann von da oben quasi rein rutschen. Und ganz Wahnsinnige sind auch am Start. Die springen sogar von da oben rein. Ja, der hat da gerade einen Köpfer reingemacht. Jawohl. Also richtig cool. Das sieht doch schön aus. Mega. Kannst du auch gerne mal reinschreiben, ob du schon mal hier warst, ob du das schon mal gesehen hast. Oh, das ist neu für mich. Und das kennt ihr aber. Guck mal hier das Loch. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Richtig krass. Und hier vorne irgendwo sitzen wir. Wo sind wir? Auf jeden Fall auch cool zu sehen. Du kannst auch am Tisch sitzen, im Wasser, im Dimchay. Also richtig klasse. Richtig cool. Genau, da vorne sitzen wir auf jeden Fall, genießen den Tag und
ja, mitten in den Bergen quasi am Dimchai. Also das ist schon wirklich cool. Freut mich, euch das so zeigen zu können. Ja, und hier sind wir jetzt hier unten. Und dann hast du hier sogar auch nochmal eine coole Location. Da musst du früh da sein. Extra Liegen am Start. Und kannst das Ganze hier genießen. Und ich schwenke nochmal hoch, guck dir mal an, die Berge. Also ich finde das echt traumhaft. Was sagst du dazu? Also ist doch wirklich der Hammer, oder? Ja, da sind die Verrückten hier. Die springen da oben runter. Jo. Ja, und die Jungs und die Mädels, die machen sich noch eine Taktik aus. Und schauen dann mal, jawohl, was hier geht. Also auch für die Jugendlichen richtig cool, haben einiges zu tun. Können sich austauschen, wenn man natürlich die Sprache kann. Und dementsprechend ist das schon sehr, sehr amüsant. Yes! Also dementsprechend richtig cool. Also wer traut sich? Ah, da ist ein Mutiger dabei. Ui, 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 ui. Jawohl. Man kennt ihn. Alright, also. Wir haben hier einen Spaß. Okay, wir sind mal mutig. Alter. Ist richtig kalt. Mega. Ah, das ist natürlich schon cool. Boah. Ja, ist kalt, ne? Krass. Also mega, Leute. Eine Empfehlung. Let's go. Ja, und wenn man dann wieder rauskommt, kann man auch hier vorne natürlich direkt zum nächsten Dimchai-Restaurant gehen. Und die haben dann auch unterteilt ihre eigenen Parkplätze. Hier steht das dann. Also wenn du hier hinkommen willst, kannst du hier sogar noch frei parken. Richtig gut. Genau, einige haben Mindestverzehr. Das ist jetzt in dem hier auch. Mindestverzehr pro Mensch ab 12 Jahren sollen 500 Tele sein. Also so grob, was ist das? 15 Euro ungefähr. Das ist natürlich nicht viel, aber auch nicht unbedingt wenig, je nachdem, wie man das natürlich sieht. Auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass ich mit so einem Video natürlich wieder ein bisschen mehr Einblick schenken konnte. Ein paar Einblicke von, ja, von dem Alltag teilweise von den Menschen, wie sie hier auch arbeiten, weil der Laden ist voll. Es gibt sehr viele Köche, sehr viele Kellner natürlich oder auch Platzwerte für die Parkplätze. Also Arbeit ist auch hier vorhanden für die Einheimischen, richtig cool. Und dementsprechend kommen aber auch viele Einheimische hierher, weil es wirklich so eine Art Geheimtreffpunkt mäßig ist. Dimchai, ich weiß, für viele aus der Community ist es nichts Neues, aber glaub mir, es gibt sehr viele, auch gerade Touristen, die es nicht kennen. Und es gibt Menschen, die kommen von Gazi Pascha oder von überall her sozusagen nach Alanya, auch von Istanbul, um unter anderem hier am Dimchai zum Beispiel auch zu chillen, für ein paar Tage mal hier in der Region zu sein, das Wetter zu genießen und dementsprechend natürlich auch das Leben zu genießen. Und dementsprechend richtig cool. Freut mich, wenn dir das Video gefallen hat. Darfst du auch gerne einen Daumen nach oben da lassen oder eben auch einen Kommentar, was du dazu sagst, ob du schon mal da warst oder eben nicht. Ich muss hier aufpassen, nicht, dass sie mich hier platt fahren auf der Parkplatzsuche. Und du darfst natürlich auch gerne deine Meinung dazu da lassen. Und du kannst auch ein Abo da lassen. Also ich freue mich auf jeden Fall. Richtig cool, wenn dir das Video gefallen hat. Und dementsprechend wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bleib gesund und munter. Beste Grüße aus Alanya, heute vom Dimchai. Euer Markus.